Hallo alle zusammen. Heute werden wir Eusobagi machen. Auf Deutsch Gurkengimchi. Erfrischend und einfach zuzubereiten. Ist besonders in den Frühlings- und Sommermonaten beliebt. Das ist alles, was wir brauchen. Zusätzlich noch koreanische Chiliflocken und Fischsoße. Fangen wir an. Heute machen wir kleine Mengen. Ich habe 12 kleine Gurken gekauft. Es wiegt ungefähr 1 Kilogramm. So, jetzt sauber mit dem Salz reiben und dann wird er abgewaschen. Beide Enden abschneiden. Jetzt schneiden wir das Kreuz, um eine Tasche zu machen. Und das schneide nicht ganz nach unten, lassen Sie 3 cm übrig, dass es Tasche bleibt. Als nächstes werden wir salzen. 2 Esslöffel Salz für 1 Kilogramm Gurke und 20 Minuten lang stehen lassen. Wenn Sie Zeit haben, zwischendurch aber ein bisschen mischen. Jetzt mache ich Füllung und normalerweise verwenden wir asiatischen Schnittlauch. Aber in Europa bekommen wir nicht oft. Dafür verwenden wir Frühlingszwiebeln. Dazu kommt ein halbes Zwiebelknollen und dann klein geschnitten, so klein es geht. Und ich glaube, ich habe zu grob geschnitten. Und nächstes brauchen wir eine Karotte als Streifen geschnitten, nennt man Julian Style. Drei Knoblauchzehen klein hacken. Und Fingernägelgröße Ingwer klein zerhacken. Frühlingszwiebeln, halbe Zwiebeln, eine Karotte, Knoblauch, Ingwer. Fast fertig. Chiliflocken 60 Gramm oder 4 Esslöffel. Und geröstete Sesamikörner, so 1,5 Esslöffel. Und 2 Esslöffel Fischsoße. Sie können auch etwas mehr oder weniger salzig Sie möchten. Und dann selbe Menge auch Wasser. Mischen wir, so ungefähr 3 Esslöffel Wasser gewesen, mischen wir gut zusammen. Wegen des Salzes befindet sich Wasser am Boden. Ich werde diesen zusätzlichen Salz spülen. Alles unnötige Salz sollte weg sein und dann abtropfen lassen. Die Würzpaste in Gurken schön reinsetzen. Sie können sofort als Beilage dienen, wenn Sie es vorziehen, fermentiert, dann in den Behälter nach 1 oder 2 Tagen im Kühlschrank aufbewahren. Aber ich bevorzuge frische, also mache ich kleine Mengen und tue den Rest im Kühlschrank. Ich sehe, einige Füllungen sind zu groß geschnitten. Bitte schneiden Sie kleiner. Gurkengimchi ist sehr einfach zu bereiten. Nur 30 Minuten braucht man Zeit und es begleitet sehr gut Gerichte wie Bibimbap oder Ramyeon. Im Sommer, wenn Sie eine Grillparty haben, erfrischt die ganze Sache. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie Chiliflocken kaufen. Ich verwende milde Chiliflocken, je nachdem wie Sie die Schärfe vertragen können. Zum Schluss mache ich mit Sesamikörner, also Dekoration drüber. Guten Appetit! Ich hoffe, es hat euch gut gefallen
Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren und eure Glocke aktivieren. Dann wird automatisch benachrichtigt mein nächstes Video. Bis dann, bleibt gesund. Annyeong.